Ich eilte, um den ersten Zug zu erreichen. I hurried in order to catch the first train. Ich kann einfach nicht dieses heiße Wetter stehen mehr. I just can't stand this hot weather anymore. Ich will nur mit Ihnen eine kleine Weile zu sprechen. I just want to talk with you a little while. Ich lebe in der Nähe von Ihrem Haus, aber ich sehe Sie selten. I live near her house, but I seldom see her. Ich suchte nach etwas in meinem Schrank zu tragen. I looked in my closet for something to wear. Ich brauche eine Schere, dieses Papier zu schneiden. I need a pair of scissors to cut this paper. Ich hätte nie gedacht, so früh nach Hause, mich gehen. I never imagined myself going home so early. Ich plane es in 2 oder 3 Minuten zu beenden. I plan to finish it in 2 or 3 minutes. Ich sollte nicht all diese Arbeit selbst zu tun haben. I shouldn't have to do all this work myself. Ich hätte gehört, was meine Mutter gesagt. I should have listened to what my mother said. Ich denke, es ist Zeit für mich, meine Pläne zu ändern. I think it's time for me to change my plans. Ich denke, es ist Zeit für mich wieder zur Arbeit zu gehen. I think it's time for me to go back to work. Ich denke, es ist Zeit für mich, den Fernseher auszuschalten. I think it's time for me to turn off the TV. Ich denke, es ist Zeit für mich, dieses Hemd zu waschen. I think it's time for me to wash this shirt. Ich denke, es ist unwahrscheinlich, dass Pflanzen Schmerz empfinden. I think it's unlikely that plants feel pain. Ich dachte, ich würde versuchen, heute mexikanische Essen. I thought I'd try eating Mexican food today. Ich erzählte die Geschichte jedem, der es hören wollte. I told the story to anyone who would listen. Früher habe ich oft an Wanderungen entlang dieses Flusses. I used to often take walks along that river. Ich war von der Schule abwesend, weil ich krank war. I was absent from school because I was sick. Mir war nicht bewusst, dass sie so schlecht fühlten. I wasn't aware that you were feeling so bad. Ich werde meine Pflicht, das Beste aus meinen Fähigkeiten zu tun. I will do my duty to the best of my ability. Ich gebe Ihnen ein Fahrrad zum Geburtstag. I will give you a bicycle for your birthday. Ich frage mich, warum Jon immer zu spät zur Schule. I wonder why John is always late for school. Ich möchte einen Tisch zu 6 für 4 zu reservieren. I'd like to reserve a table for 4 at 6. Wenn sie eine Beratung nicht gehabt hätte, hätte man gescheitert.
If you hadn't had advice, you'd have failed. Ich werde Japan wieder in ein paar Jahren besuchen. I'll be visiting Japan again in a few years. Ich werde Ihnen die Informationen, die Sie in der nächsten Woche müssen. I'll get you the info you need by next week. Ich kümmere mich um den Hund nehmen, während Sie unterwegs sind. I'll take care of the dog while you are out. Ich bin auf seine rasche Fortschritte in Englisch erstaunt. I'm amazed at his rapid progress in English. Ich werde über 10 Uhr morgens zu verlassen. I'm going to leave about 10 in the morning. Ich werde Tom zu sprechen, wenn er nach Hause kommt. I'm going to talk to Tom when he comes home. Ich interessiere mich, meine eigenen Webseiten zu schaffen. I'm interested in creating my own web pages. Ich nehme meinen Sohn auf den heute Nachmittag Zoo. I'm taking my son to the zoo this afternoon. Es ist schade, dass Maria keinen Sinn für Humor hat. It's a pity that Mary has no sense of humor. Es ist unmöglich, Englisch in einem Monat zu lernen. It's impossible to learn English in a month. Es ist mein Geschäft, solche Dinge zu untersuchen. It's my business to investigate such things. Es ist seltsam, dass Ken mit uns nicht einverstanden ist. It's strange that Ken doesn't agree with us. Ich habe auf der Idee der Kauf eines Hauses aufgegeben. I've given up on the idea of buying a house. Ich habe noch nie bekommen, ihn wirklich zu der Arbeit gesehen. I've never seen him really get down to work. Kathleen Aussagen stellte sich heraus, wahr zu sein. Kathleen's statements turned out to be true. Ken und ging in den Park, Tennis zu spielen. Ken and Joe went to the park to play tennis. Ken hatte nicht den Mut, es erneut zu versuchen. Ken didn't have the courage to try it again. Mr. Young will seinen Sohn härter studieren würde. Mr. Young wishes his son would study harder. Mein Vater hat in seinem Leben nie krank geworden. My father has never gotten sick in his life. Mein Vater geht oft nach Amerika auf die Unternehmen. My father often goes to America on business. Meine Eltern erlaubten mir nicht, Tom wiederzusehen. My parents didn't allow me to see Tom again. Meine Eltern haben gerade an der Station angekommen. My parents have just arrived at the station. Meine Eltern wieder meiner dort allein gehen. My parents objected to my going there alone. Der Sohn meiner Schwester Jimmy ist mein Lieblingsneffe. My sister's son Jimmy is my favorite nephew.
Bitte geben Sie mir ein Stück Papier zu schreiben auf. Please give me a piece of paper to write on. Bitte schalten Sie an Ihrem Bericht am nächsten Samstag. Please turn in your report by next Saturday. Bitte schreiben Sie Ihre Adresse hier. Please write down your contact address here. Sie räumte ein, dass meine Aussage wahr ist. She acknowledged that my statement was true. Sie riet ihm, dass er zu Hause bleiben sollte. She advised him that he should stay at home. Sie riet ihm, zur Polizeistation zu gehen. She advised him to go to the police station. Sie stimmte zu, dass sie die Hälfte der Miete zahlen würde. She agreed that she would pay half the rent. Sie näherte sich ihm mit einem Lächeln auf ihrem Gesicht. She approached him with a smile on her face. Sie behauptet, dass sie nichts von ihm weiß. She claims that she knows nothing about him. Sie konnte ihn nicht überzeugen, für ein Darlehen zu bitten. She couldn't convince him to ask for a loan. Sie tanzte mit ihm an der Highschool-Abschlussball. She danced with him at the high school prom.